Hallo und herzlich willkommen auf The Nosy Rosie. Ich bin Alina und heute ist Montag. Heute geht es um Outing in der Kirche. Das heißt natürlich nicht, dass es repräsentativ ist für die Allgemeinheit oder sonst irgendwas. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen an dem Ort und mit den Leuten, die dort anwesend waren. Das vorneweg. Mein Coming Out in der Kirche hatte ich vor ungefähr 5, 6 Jahren. Ist also schon ein Weilchen her. Ich bin evangelisch und war auch in einer evangelischen Kirche. Zu dem Zeitpunkt war ich um die 14 rum. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Als ich mich verliebt habe und das für mich erkannt habe, habe ich natürlich mit meinen Freunden drüber gesprochen. Und ich war am Anfang sehr unsicher, weil die Kirche sagt, Homosexualität ist gegen Gottes Wille und gehört nicht zu seinem Plan. Ich war mir natürlich dann unsicher. Ist das Sünde? Ist der Teufel in mein Leben gekommen? Bin ich überhaupt nicht, gibt's keine Homosexualität? Ist das nur ein Zustand der Sünde? Solche Gedanken sind mir im Kopf rumgegangen. Also meine Freunde, die auch alle aktiv waren in der Kirche, die hatten überhaupt kein Problem damit. Wir hatten auch einen Jugendleiter, also die Jungs hatten nochmal so einen extra Bibelkreis und der Mensch, der das geleitet hat, ist schwul. Ein sehr großes Vorbild, ein unglaublich cooler Mensch und der hat allen sehr oft sehr weitergeholfen. Und er wurde mehr oder weniger entlassen aus seiner Arbeit mit den Jugendlichen, mit der Begründung, er sei kein gutes Vorbild. Und für mich war das dann auch so ein bisschen ein Schock, wo ich dachte, gut, von wegen Outing und so, hm, schwierig, was mache ich da denn jetzt? Weil offensichtlich finden das alle nicht so cool, wenn ein Mensch homosexuell ist. Aber trotzdem, weil ich für mich erkannt habe, okay, so das ist keine Sünde, das ist nichts, was ich irgendwie beeinflussen kann. Ich bin so geboren worden. Eine Leiterin dort, sie war um die 20 rum, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und ja, ihr habe ich es als erstes erzählt. Nachdem ich sie erzählt habe, dass ich mich eben in ein Mädchen verliebt habe, bin ich mehr oder weniger direkt gegangen, weil ich in ihrem Blick gesehen habe, dass sie das nicht gut findet. Und sie hat mir dann über Facebook eine Nachricht geschickt, dass sie für mich betet und dass es ihr wehtut, dass es sie schmerzt und sie weiß irgendwie, dass es Gott schmerzt und dass Gott darüber weint und so ganz verrückte Sachen geschrieben. Und ich dachte nur, was machst du dir an eigentlich? Zu sagen, du weißt, wie Gott sich fühlt dabei. Und das hat mich schon auch wütend und traurig gemacht. Aber ich war glücklich damit, es gesagt zu haben. Weil ich möchte mich nicht verstecken. Ich möchte nicht meine Identität unterdrücken. So, ich meine, klar, diese Sache, dass ich auf Frauen stehe, ist jetzt nicht, was mich komplett als Menschen ausmacht, aber es ist trotzdem ein wichtiger Teil von mir. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Entscheidung fällt für euch so, seid nicht unsicher damit. Egal ob homosexuell, transsexuell, bisexuell, was auch immer sexuell. Du bist ein Mensch und du bist trotzdem du, weil du das schon dein Leben lang warst. So.
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wie gesagt, ich kann nur für mich selbst sprechen, über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe mir sehr lange meinen Kopf darüber zerbrochen und eben, wie gesagt, ich war 14 zu dem Zeitpunkt und ich hatte Albträume davon und mir ging es übel und ich dachte so, ich muss das irgendwie bekämpfen, weil es nicht richtig ist. Aber das ist Quatsch, weil genau dieser Gedanke ist derjenige, der falsch ist. So nicht ihr, nicht eure Gefühle für andere Menschen. Mm, nein! Deswegen, genau.